Hallo allerseits! Heute male ich mit Aquarell viele bunte Schneemänner. Die Idee davon habe ich von Pinterest bekommen. Das ist eine meiner liebsten Quellen für Inspiration. Und ich mache jetzt einfach meine kleine eigene Version davon. Dafür greife ich tief in meinen Farbtopf hier rein. Wenn du mitmalen möchtest, nimm einfach die Farben, die du hast und mach deine eigenen kleinen bunten Schneemänner. Damit ich einen schönen weißen Rand habe, habe ich einmal mit Washi-Tape hier mein Papier abgeklebt. Als Papier verwende ich das Classic von Gerstica. Da bekommt man für recht wenig Geld recht viel Papier. Und das ist für das, was wir jetzt machen, völlig ausreichend. Als Vorbereitung male ich mal so ganz grob mir ein, wo ich ungefähr die Schneemänner haben möchte. Also mache einfach zwei große Kreise, den unteren ein bisschen größer als den oberen. Und dann starte ich hier oben auch schon mal. Und weil ich Linkshänderin bin und kein Interesse habe, hier meinen Pullover mir durch die Farbe zu ziehen, beginne ich rechts. Wenn du Rechtshänder bist, fang am besten links an. Und dann starte ich auch schon mit dem ersten Schneemann und ich überlege jetzt farbmäßig. Ich habe schon viele Varianten davon gemalt und ich glaube, ich starte mal mit Gelb. Da das Papier nicht aus 100% Baumwolle besteht, trocknet es relativ schnell. Und damit ich ein bisschen mehr Zeit habe, um die Farben aufzutragen, mache ich das Papier einfach ein bisschen feucht. Gar nicht überall, aber dass ich so ein bisschen eine Grundfeuchte schon habe. Und dann gehe ich hier in mein Neapelgelb rein. Ich benutze als Farben jetzt eigentlich nur die von Schminke. Ja. Ich probiere mich gerne aus, das heißt, ich habe verschiedenste Firmen, Marken, die ich verwende. Und am meisten bin ich bei Schminke und dann gibt es manchmal noch so ein paar andere, die ich auch gerne nutze. So, und dann gucke ich mal, dass ich hier den Kopf richtig hinkriege. Ja, sehr gut. Genau, und wie ihr seht, das Wasser hilft mir dann, das alles ein bisschen besser zu verteilen. Und damit die Farbe nicht schon trocknet, während ich noch nicht fertig bin. So, jetzt habe ich hier unten ein bisschen übergemalt, aber das ist alles gar kein Problem. Dann wird der einfach ein bisschen dünner. So. So sieht das doch super aus. Dann überlege ich mir schon mal, was ich in Feld Nummer 2 mache. Einmal Pinsel sauber machen. Und ich glaube, ich mache erstmal so ein bisschen einfarbig hier oben und da unten mache ich nochmal so ein paar Mischungen. Und jetzt mache ich mal das Gegenteil, nämlich richtig, richtig dunkel. Und dann gebe ich hier mal ein paar Wasserspritzer noch mit drauf. Das könnte sein, dass das jetzt noch zu feucht ist, dass die sich viel zu viel verteilen und ich gleich nochmal welche drauf geben muss. Mal schauen. Also ich gebe jetzt erstmal welche drauf, einfach um dem Ganzen ein bisschen Struktur zu geben und wandere mal zu Schneemann Nummer 3 und achte gleich mal drauf, ob ich noch ein bisschen mehr Farbe dazu gebe. Wird hier noch ein bisschen dunkel. Ich erzähle häufig Dinge und dann mache ich es doch nicht oder mache es anders. Das ist, weil ich das jetzt hier im Prozess mache. Also ich habe mir jetzt nicht genau vorbereitet, was ich hier malen werde und zeige euch einfach mal, wie das so bei mir ist. Und ich bin eher eine chaotische Malerin, muss ich da zugeben. So, dann machen wir den nächsten. Und ich sehe hier dieses schöne Türkis. Deswegen machen wir einen türkisen Baum. Nicht Baum, Quatsch. Schneemann.
kommen wir zu Schneemann Nummer 4, 5 und 6. Das läuft hier wie am Fließband. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr euch sicher genug fühlt, einfach das gar nicht vormalen, sondern einfach direkt die Umrisse machen mit der Farbe. Ich halte mich meistens sowieso nicht an meine Linien, aber es hilft mir, um ein besseres Gefühl zu haben. So, und jetzt habe ich ja gesagt, ich würde gerne auch ein bisschen was mischen. Und als erstes mache ich eine Mischung, die ich sehr gerne mag. Und zwar ist das Ultramarin. Ich glaube, hier habe ich jetzt die französische Variante. Es gibt irgendwie 3 verschiedene Ultramarin-Möglichkeiten. Also französisch, fein und ich glaube das normale. Und dann gebe ich so ein bisschen Braun dazu. Dann kriege ich so ein richtig schönes dunkelgrau, das so ein bisschen blau ist. Das finde ich, sieht richtig toll aus hier. Jetzt muss ich nur genügend davon machen. Genau, super. So, und dann, ihr kennt das Prozedere so langsam, glaube ich. Nächste Runde. Ich finde, es fehlt noch Rot. Also nehme ich hier mal mein Pink. Das kann ich eigentlich hier auch mit mischen. Gucken. Oh ja. Das ist doch gut hier. Schön. Sehr schön. Nehme ich. So, also same, same. Ah, hier seht ihr schon, wie sich das so schön ein bisschen verteilt und aufgeht. Also wieder feucht. So, dann geht's los. Man kann die Farben entweder auf dem Teller oder in der Palette mischen. Man kann die aber auch im Papier mischen. Das mache ich jetzt hier nämlich. Ich nehme mal hier mein Blau und mische das mit meinem Rot auf dem Papier. Und der letzte, was mache ich da? Also, wenn ich mir jetzt die Farben anschaue, fehlt mir noch ein Grün. Also machen wir doch noch ein Grün. Vielleicht so ein schönes helles Grün. Also ich nehme mal hier mein Saftgrün. Dann gebe ich wieder ein bisschen Gelb dazu. Jetzt, so machen wir es. So, und was ich jetzt auch noch machen kann, das habe ich noch gar nicht gemacht, ist Salz zu verwenden. Und das mache ich jetzt mal. Also einfach ein bisschen stinknormales Salz. Gut. Während der Hintergrund weiter trocknet, mische ich mir schon mal mein Orange für die Nasen zusammen. Auch mit Gelb und Rot. Ich gebe noch einen Tick Braun da rein, dann in den Blau rein, dann wird das ein bisschen gedämpft. So. Bei den Nasen kann man bei der Größe der Nase variieren, bei der Länge und auch bei der Farbe. Ich mache die jetzt alle in der gleichen Farbe. Der kriegt jetzt eine, ich würde mal sagen, Durchschnittsnase.
Fläche schaut mal nach oben. Als nächstes kommt das Gesicht. Ihr könnt es mit Pinsel malen. Ich nutze dafür gerne einen Fineliner, weil ich das dann besser hinbekomme. Und es nicht so ein Fummelkram ist. Und jetzt fange ich mal an. Ich male einfach Knopfaugen. Und der Mund kann ja entweder ein Strich sein oder auch Punkte. So, und die Punkte mache ich mal hier hin. Also wieder 2 Augen und dann einfach Punkte für den Mund. Und ein bisschen größer. Anstatt eines breiten Grinsens könnt ihr natürlich auch ein kleineres Grinsen machen. Kleines Lächeln zum Beispiel. Und wenn ihr ganz viel Mimik haben wollt, dann belasst ihr es nicht nur bei den Augen und bei dem Mund, sondern gebt dem vielleicht auch noch Augenbrauen. Und der letzte kommt noch mal so ein bisschen ein leicht wackeliges Grinsen. Als nächstes kommen die Arme, also die Stöcker. Und die machen ja auch viel von der Gestik aus. Also ihr könnt die entweder vor Begeisterung in die Luft malen oder nach unten oder einfach seitlich. Ist das hier getrocknet? Jetzt frage ich mich, das ist wahrscheinlich nicht so die beste Idee, hier auf dem noch nicht getrockneten Salz zu malen. Da warte ich nochmal ab. Und was natürlich auch geht, ist, den vielleicht einen Handschuh anzuziehen. Mal gucken. Einfach erstmal die Stöcker und dann kriegt ihr nachher noch Handschuhe. Als nächstes kommen die Kopfbedeckungen. Der hier bekommt erstmal ganz klassisch eine Mütze. Ich mache immer erstmal den Anfang, also vorne das Band. Dann kommt der Rest. Ich lasse so ein bisschen den Himmel durchscheinen. Ich finde das eigentlich ganz nett. Das heißt, ich habe hier ein bisschen weniger Pigment. So, sieht doch schick aus. Dann kommt der Schal. Also einmal der Teil, der um den Hals geht. Und dann mache ich meinen Pinsel sauber und ziehe einfach nur mit dem Wasser die Farbe nach unten. Das hier oben gefällt mir doch nicht ganz so gut. Das mache ich doch mal wieder hier ein bisschen roter. So. Also langsam verwandeln sich unsere Schneemännchen in kleine Persönlichkeiten. So, was kann man noch machen? Also statt der Mütze,
Ich hätte mal wieder rechts anfangen sollen. Das werde ich in diesem Leben auch nicht mehr lernen wahrscheinlich. Geht natürlich auch Kopfhörer. Also nicht Kopfhörer, Quatsch. Ohrwärmer. Und im Aquarell kann man ja nur von hell nach dunkel malen. Das heißt, wenn das schon relativ dunkel ist, der Hintergrund, muss ich, wenn ich drauf male, noch dunkler werden. Ja, das ist doch mal ein cooler Schneemann. Und der bekommt jetzt einfach auch die gleiche Farbe als Schal. Auch hier mache ich einmal den Pinsel sauber und ziehe mir die Farbe raus. Dann ist es ein bisschen heller und dann kann ich nachher so ein paar Punkte oder Streifen machen. Ein bisschen Farbe reingeben, dass es nicht ganz so hell ist. So. Und was natürlich auch geht, ist ein Hut. Dafür nehme ich einfach das gleiche Braun, was ich auch hatte für die Stöckchen. Und dann gebe ich ihm einen kleinen Hut. Bevor ich weitermale, ein kleiner Zwischenschub, und zwar male ich noch mal ein bisschen Schatten. Und für die Schatten brauche ich wieder meinen Graumix, den ich für das hier gemacht habe. Kommen hier einfach überall noch so ein bisschen Schatten. Nur an den Seiten ein bisschen. Dann bekommen ein paar einfach noch ihre Knöpfe. Tja, das war nicht so schlau hier. Ich bin nicht die geduldigste und das ist eigentlich gar nicht mal so gut fürs Aquarellmalen. Das Gute ist, ich weiß, wie man die ganzen Sachen wieder repariert bekommt. Das ist wieder gut fürs Aquarellmalen. So, da warte ich jetzt einfach ab. Gut, und kümmere mich um die letzten Details. Also zum Beispiel sowas wie Streifen auf dem Schal.
Und zuletzt gibt es noch ein bisschen Schnee obendrauf. Dafür nehme ich mein Gouache. Zuletzt noch das Washi-Tape ab. Jetzt noch schneiden und fertig sind eure Schneemänner. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zuschauen und dann wünsche ich frohes Malen.